Herzlich willkommen zu meinem ersten Teil der Restaurationsreihe einer Geige, die ich auf eBay gekauft habe. Es ist eine alte Stradivari aus wahrscheinlich Deutschland. 1929 habe ich auch auf den Fotos gesehen. Und ich werde versuchen, die quasi zu restaurieren und nehme euch einfach mal mit, um so ein bisschen Einblick dazu zu geben, weil ich noch nie eine Geige restauriert habe. Ich habe erst vor einem Monat angefangen, selber Geige zu spielen und möchte aber das einfach mal ausprobieren und habe mir für 60 Euro, ich glaube 63 Euro waren es auf eBay, inklusive Versand, diese Geige gekauft, die nämlich heute angekommen ist. Und wir gucken sie uns im ersten Teil heute erstmal an, gucken, was alles gemacht werden muss. Ich weiß, dass ein neuer Steg auf alle Fälle rein muss, dass ein Riss in der Decke ist. Und ich nehme euch auf alle Fälle mit in meinen Erfolg oder Misserfolg. Und wir sehen uns gleich beim Auspacken der Geige. Ich habe nicht aufgenommen. Ich habe einfach nicht aufgenommen, wie ich sie ausgepackt habe. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, also, okay, so spektakulär war es nicht. Ich habe einfach nur ein bisschen gestruggelt, das alles umzupacken. Aber wir sehen hier schon mal, also die Kinnstütze ist auf der falschen Seite. Okay, gut, jetzt ist sie nicht mehr da. Es ist eine kleinere Geige als eine, ich glaube nicht, dass es eine volle Geige ist. Wenn man, also hier ist eine volle Geige. Und die sieht doch ein bisschen kleiner aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das einfach nur anders gebaut wurde, ob die wirklich, also ob es wirklich eine Dreiviertelgeige zum Beispiel ist. Und man hört, es ist schon irgendwas locker. Ja. Wird auf alle Fälle eine Challenge. Auf alle Fälle. Und wir gucken sie uns gleich mal ein bisschen näher an. Ja, genau, es gab noch einen Bogen dazu, der halt komplett ohne Haare ist und ohne... Oh Gott. Den gucke ich mir erst gar nicht an, der sieht schon ziemlich fertig aus. So, zur Geige. Wir haben hier einen Riss, der gemacht werden muss. Demnach muss ich also auch die Decke wahrscheinlich abnehmen. Dann einen neuen Steg muss ich anfertigen. Genau, die muss ich neu machen. Hier jetzt nochmal die Geige in nah. Wir sehen also hier einen super, super großen Riss, deshalb muss ich wahrscheinlich auch die Decke abnehmen. Und generell muss ich sie halt auch reinigen, wie man hier schon sieht. Also hier muss auf alle Fälle einiges gemacht werden. Dann sehen wir hier hinten am Hals, dass der nicht mehr ganz sitzt und irgendwie auch schlecht geklebt wurde. Also ich glaube, das ist Kleber, der da ein bisschen vorsteht. Genau, das muss ich mir auf alle Fälle angucken. Dann haben wir hier, das muss alles neu, also das muss neu gemacht werden auf alle Fälle, damit der Hals dann auch wieder richtig sitzt. Und ja, also der Rücken, wir sehen auf dem Rücken, dass da einige Gravuren oder eher, naja, Einkratzler drin sind. LH habe ich irgendwie, denke ich, dass es für Leipzig steht. Irgendwie denke ich das die ganze Zeit. Dann D und K sind wahrscheinlich die Vorbesitzer gewesen. Und man sieht auch hier ganz schwer, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, ein bisschen. Hasseler steht da und das war halt der, von dem ich die Geige gekauft habe. Ja, neue Seitenhalter auf alle Fälle. N-Knopf sitzt ganz schön fest. Naja, muss ich dann gucken. Ich habe jetzt gerade schon einen Wirbel rausgenommen, um zu gucken, wie die Wirbel so aussehen. Ja, also da müssen wahrscheinlich auch neue Wirbel ran. Muss ich gucken, ob sich das lohnt. Oder ob ich die alten weiter benutze. Oder ob ich neue reinmache. Muss ich gucken, die Schnecke sieht ganz in Ordnung aus. Weil sie da unten irgendwie nicht so fein gearbeitet ist. Es wird wahrscheinlich eine... Nehme ich überhaupt wieder auf? Ja, ich nehme auf, okay. Es wird wahrscheinlich eine deutsche Geige sein aus dem, naja, Anfang 20. Jahrhundert. Naja, wenn ich die Decke dann mal irgendwann aufmache, dann wissen wir mehr. Weil es sieht irgendwie auch noch nicht so wirklich gut indoor aus. Also der Stimmstock sieht schon ziemlich fertig aus. Ja, mal gucken. Wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ich was besser machen kann. Oder konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Ich weiß, dass ich noch gerade ein bisschen überfordert wirke, weil ich natürlich auch selber super aufgeregt war, die Geige jetzt in der Hand zu halten. Und ich versuche das nächste Mal auch bessere Einstellungen zu finden, dass man von der Geige auch alles sieht, was man sehen soll. Ja, mal sehen. Ich freue mich auf alle Fälle auf euer Feedback. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht. Mit der richtigen Restauration. Heute war ja erstmal anschauen, was alles so zu tun ist.
Hier ist auch noch ein Riss, fällt mir da gerade auf. Und auf alle Fälle viel Dreck, der erstmal dann abgeschmökelt werden muss. Ja, ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr mit dabei seid. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich weiß nicht, wie schnell oder wie oft ich Updates zu der Geige machen kann. Da wir ja gerade in Quarantäne noch sind, kann ich wahrscheinlich öfter was machen. Aber sonst, ja, ich habe erstmal noch keinen Plan, wie oft ich an der Geige arbeiten möchte. Und ihr werdet es aber auf alle Fälle mitbekommen, wenn ich dann wieder was uploade. Genau. Wenn noch irgendwelche Fragen sind oder ähnliches, oder ihr noch mehr Informationen über die Geige wollt, der Wirbel sieht zum Beispiel super aus, dann schreibt mir das auf alle Fälle in die Kommentare. Ich versuche auf alles, also ich werde auf alles eingehen, so viele Kommentare werden ja wahrscheinlich nicht kommen. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Montag und man sieht sich. Ich glaube, ich muss nur den einen. Der sieht eigentlich nur fertig aus. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.